Heute bei Reingedruckt mal so ein bisschen Information, wie sieht es denn aktuell aus mit wie ich teste den Drucker. Ähm, Ich bin ganz ehrlich, ich habe bei dem Drucker etwas festgestellt, was mir zum Teil gefallen tut und zum Teil halt nicht gefällt. Und zwar fangen wir einfach mal an. Der Drucker hat die Möglichkeit, dass man sagen tut, okay, ich möchte ein schnelles Drucken oder ein langsames Drucken machen. Macht man ein langsames Drucken, dann hat man ein fast perfektes Benchy mit der aktuellen Einstellung, die jetzt gerade ist. Habe dann dasselbe nochmal probiert, habe dann halt hier gesagt, okay, ich starte mal hier das Schnelle und dann sieht der Schornstein genauso bescheiden schön aus wie sonst dort. Also da dann auch. Das heißt, man müsste dort mal ein bisschen noch mit den Temperaturen rumspielen, um dann halt die idealen Temperaturen für die etwas höhere Geschwindigkeit rauszubekommen. Ja, weil hier, was ihr hier seht und was ihr hier seht, ist letztendlich wirklich nicht gerade schön, sieht wirklich nicht doll aus. Ja, hier unten die Oberfläche, die sieht erstmal richtig bescheiden schön aus, also richtig, ne? Müsste mal rauspiepen, wenn ich das laut sagen würde. Und genauso halt hier dann auch. Ja, hier unten, die Fläche, die geht gerade noch so, aber gehen wir dann hoch zum Schornstein, sieht dann halt wieder nicht so schön aus. Dann habe ich mal mir gedacht gehabt, naja gut, okay, woran kann es liegen, wieso, weshalb, warum? Und habe einfach mal wirklich nur ein einzelnes Layer gedruckt. Kommen dann gleich Fotos, also ihr werdet so nicht rein, also sehen, macht gleich Fotos dazu mit rein. Es ist wirklich nur ein einziger Layer, Wandstärke sozusagen, mehr nicht. Und man kann komplett durchgucken. Also es ist, die Höhe hat es, die Außendurchmesser hat es auch oder die Außenwerte, aber mehr nicht. Dann habe ich dasselbe Ding dann einfach nochmal langsam gedruckt. Wunderbar. Das heißt, man muss halt wirklich noch eine ganze Ecke mit den Temperaturen rumspielen. Ich werde noch ein bisschen rumspielen, werde euch natürlich auch auf den Laufenden halten. Dann habe ich denselben Ring, oder habe ich hier noch meinen Ring gedruckt, ja, und habe dann auch am Anfang gesagt, na gut, okay, ich lasse den mal langsam laufen und dann gebe ich hier mal volle Feuer. Also sage, ich möchte nicht langsam drucken, sondern ich möchte das Ding schnell drucken. Und dann sah es dann wieder nicht so schön aus. Foto, wie gesagt, schmeiße ich gleich mit rein. Und dann habe ich gesagt, oh, das sieht schon wieder richtig bescheiden schön aus und habe das Ding dann wieder langsamer gemacht. Jetzt, langsamer gemacht, schneller gemacht. Das ist der Grund, warum der Kollege nämlich auch hier steht. Ich habe den schon vorgeheizt oder bin am Vorheizen. Ich hoffe, der fängt auch gleich an zu drucken. Funktioniert eigentlich relativ einfach mit dem schneller und langsamer machen. Da gibt es ein kleines Menü hier drin. Hole ich euch dann direkt auch mit ab, wenn es soweit ist. Macht dann halt da dann halt auch langsamer und schneller dann halt direkt die Fotos. Ja, aber im Großen und Ganzen, wenn man langsam druckt, also ohne den Fast Printing. Ja, hier fängt er an. Ohne den Fast Printing, bin ich ganz ehrlich, ist ein zufriedenstellendes Druckbild. Nicht optimal, also das geht mit Garantie noch besser, aber wir sind halt wie gesagt immer noch beim Gucken, was kann der Drucker, was macht der Drucker, wo muss man was verbessern, an welcher Drucke muss man was verändern. Was habe ich vor? Ich möchte die Kollegen hier noch ein bisschen steifer machen, weil gefällt mir nicht wirklich. Ja? Also entweder fange ich den nach hier vorne hin ab oder aber nach hinten hin, wobei nach vorne hin wird leichter sein, weil hier hat man dann halt das große Netzgerät mit dran. Wird wahrscheinlich noch was dazukommen, bin ich mir noch nicht sicher, was ich mache. Entweder so wie man es damals gemacht hat mit einer Gewindestange oder dann halt hier schön mit Aluprofilen. Sollte ich es mit Aluprofilen machen, wird derjenige sich auf alle Fälle sehr darüber freuen, weil sieht definitiv eleganter aus. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was würdet ihr oder wie würdet ihr das machen, weil das wackelt definitiv. Ja. Der Rollenhalter selber an der Stelle macht mich persönlich auch nicht glücklich, weil ihr seht ja selber, wenn die Rolle dann halt hier mal so schlagen tut, dann gibt es dann halt hier einen Stoß und dieser Stoß, der Druck übt sich letztendlich komplett von hier oben bis hier runter in die Z-Achse mit aus und das spiegelt sich dann auch im Druckbild wieder. Ja, jetzt ist er hier gleich fertig. Da ist noch was drauf. Dann fängt er noch mal an. Er fängt erstmal langsam an zu drucken, hoffe ich.
Oh. Na? Von das Material reinzuschieben? Eigentlich nicht. Nee, das muss man mal abbrechen. Da kam nicht gleich Material. Stopp printet. Und dann machen wir einfach nochmal. Printet von SD-Karte, Datei ausgewählt. Das hier machen wir mal ganz schön vom Tisch runter. Weil die erste Bahn, wo er dann hätte Material rausgehen sollen, kam halt noch nicht. Hat er 2 Runden in der Luft gemacht. Das war ganz schnell hier vom Tisch alles wieder abgemacht. Ist wieder sauber. Bett ist auf Temperatur. Ich werde auch alle Testmodelle, also alles das, was ich testen tue, auf die SD-Karte hier mit drauf packen, dass derjenige dann halt selber mal probieren kann mit dem Programm, die ich gemacht habe. Und ja, legen wir mal los. Was mir aber auch gefällt, ist das Ding hier, dass der Kopf so richtig schön beleuchtet ist. Also ist eine Sache, die gefällt mir, bin ich ehrlich. Im Großen und Ganzen ist es ein recht guter Drucker. Also für das Geld auf alle Fälle. Wo man Abstriche machen muss, ist ja oben der Rollenhalter, aber da kann man mit Garantie irgendwo eine Rollenhalter daneben stellen und dann halt darüber dann halt die Rolle laufen lassen, weil es spielt keine Rolle, ob das Filament hier von oben kommt oder unten vom Tisch. Das würde dann halt keine Rolle spielen. Nur halt, ich würde das nicht mit dem Drucker zusammen machen. Das ist ja wackelt ganz schön. Ja, und wenn die Rolle voll ist, dann wackelt es sogar noch ein bisschen mehr. Was mir nicht gefällt, ist, dass das Display, wenn der Drucker ganz vorne ist, aber das seht ihr gleich, komplett verdeckt ist. Das ist eine Sache, die gefällt mir gar nicht. Was habe ich alles schon verändert? Ich habe hier am Drucker, aber das ist ein der Videos zu sehen, habe ich einen Kabelhalter sozusagen dran gemacht, damit dann halt das Kabel nicht hinten am Drucker hängen bleibt. Funktioniert auch recht gut. Also seitdem habe ich es noch nicht einmal mehr gesehen, dass das Kabel hängen geblieben ist. Was habe ich noch nicht in Action gesehen? Ich habe noch nicht in Action gesehen einen Filamentbruchsensor. Also da hoffe ich, dass ich da mal was sehe. Und genau, jetzt macht er die erste Layer automatisch. Wir machen mal so 2, 3 Layer rauf. Ja. So, wir sind jetzt schon bei 0,5. Bei 2 mm starte ich mal das Fast Printing, damit ihr seht, was ich meine. Und das Fast Printing ist, also wenn man weiß, wie, wo mit der Temperatur hin, weil es muss ja wirklich deutlich schneller gefördert werden. Das Material muss viel früher warm sein, wenn es aus der Analyse ankommt. Also da muss definitiv was gemacht werden. Wie weit, wo und keine Ahnung. Hat Sununu tatsächlich nichts auf ihrer eigenen Webseite geschrieben. Die haben auch keine empfohlenen Parameter für das sogenannte Schnellendrucken mit dazu geschrieben. Und ich von meiner Seite her habe da noch recht wenig Erfahrung. Ja, so, wir sind jetzt schon bei 1,4.
Eine Runde rum ist jeweils immer 0,1 mm. Ich weiß, ist leicht übertrieben für das, was wir jetzt hier vorhaben. Ja, aber ich gehe schon mal langsam rein in das Menü. Das heißt, einmal raufdrücken und dann scrollen wir einfach mal ganz langsam runter. Und dann steht hier das allererste Mal, also steht hier direkt Fast Printing, noch ist es hier auf Off. Ja, ich lasse jetzt noch mal eine Runde rumdrehen, dass wir hier unten halt ein bisschen was am Material zu stehen haben. So, und jetzt schalte ich das Fast Printing ein. Und dann seht ihr, was ich meine. Halt. Doch. War zu langsam. Und jetzt fängt er automatisch an, in einer höheren Geschwindigkeit zu drucken. Ja. Funktioniert. Er macht deutlich schneller als wie vorher. Aber das Druckbild ist nicht so optimal, dass man sagen tut, super, das gefällt einem. Ja, also da ist definitiv noch Nachbesserung erforderlich oder halt mehr Informationen oder man muss halt mit dem Filament und den Temperaturen spielen. Man muss halt wirklich in der Hinsicht sich hinsetzen und probieren. Einzige oder der große Nachteil dabei ist, viel probieren heißt dann auch, dass dann halt wirklich viel Material dabei flöten geht. Ne? Und der Sheriff hier, Kitty, komm mal hier. Kontrolle, Qualitätsmanagement ist jetzt halt auch mit dabei. Guckt sich dann halt das Ganze schneller an und gucke mal, Kitty, was hast du dazu? Kann man eigentlich nur den Kopf wegsträuben. Ne? Gucke mal hier. Ja, gucke mal hier. Wie sieht das aus? Kann man nicht so lassen, ne? Und wie sieht das aus? Kitty, gucke mal hier. Selbst Qualitätsmanagement kriegt das Flüchten. Ja. Also, wie ihr seht, so ist das sogenannte Fast Printing. Können wir jetzt natürlich auch wieder ausmachen und sagen, okay, wir möchten unsere normale Druckgeschwindigkeit haben. Das wäre die Standardgeschwindigkeit. Ist der Drucker bei weitem leiser. Aber ich lasse mal das Fast drin, weil ich möchte ja sehen, auch wie das hier mit dem Filament. Vielleicht kriegen wir das jetzt in dem Live-Video hin oder in dem kurzen Video. Und was ich auch festgestellt habe, dass wenn man das Fast Printing hat, dass er dann halt irgendwo immer ein komisches Geräusch zwischendurch macht. Ich habe noch nicht rausgefunden, wo das herkommt. Das ist langsamer. Ja. Doch jetzt. Das ist die Z-Achse. Ja, jedes Mal, wenn er eine Runde rum ist und die Z-Achse weiter dreht, dreht er das so hart weiter, dass man das tatsächlich hört. Das ist mal so dumm. Dumm. Also so richtig hartes Klopfen ist schon, ja, okay, sehr markant. Und wenn wir das normale Drucken drin haben, hört sich dann auch so schlimm an. Dann hört man es nicht so doll. Man hört es. Aber nicht so doll. Oder wie das Fast Printing da reinmachen. Ist natürlich der wunderbare Vorführeffekt mit der unschönen Oberfläche, macht er diesmal nicht.
Letztens, als ich hier diesen schönen kleinen Würfel gemacht habe, hat er das dann halt, ja, sieht scheiße ausgemacht. Und jetzt sieht es hier einfach mal gut aus, obwohl ich an den Einstellungen nichts verändert habe. Ja. Ich hole mal schnell eine Schere, schneide mal hinten das Stückchen ab. Weil ich würde es mal tatsächlich gucken, ob der Filamentsensor funktioniert. So. Es ist zwar schön, wenn Sie sagen, da ist einer mit dabei. Es ist auch tatsächlich hier einer dran. Aber ob das Ding dann halt funktioniert, ist die zweite Sache. Weil theoretisch, also bei meinen anderen Druckern, da ist es halt so, dass der dann halt richtig Alarm macht und dann halt an der freien Stelle fährt, dass man dann halt das Filament wechseln kann. Und er hält auch rechtzeitig an, dass man dann halt immer noch das Filament, das alte, hier rausbekommt. Ja? Also der Weg zwischen dem Extruder und dem Filamentsensor, der ist sehr, sehr großzügig gehalten bei meinen anderen Druckern. Jetzt hier bei dem hier, da reden wir hier mal von 3 cm, vielleicht auch 3,5 cm, mehr nicht. Und mal gucken, ob der Drucker dann halt innerhalb dieser 3,5 cm anhalten wird. So. Filament ist komplett raus aus dem Filamentsensor und er hat es noch nicht mitbekommen. Also er hat noch keinen Laut gegeben, kein gar nichts. Sollte er, wenn ich es nicht mehr greifen kann, dann immer noch nichts machen, dann mache ich den mal ganz kurz aus. Okay. Ich breche mal von meiner Seite ab. Mit dem Filamentsensor stimmt irgendwas nicht. Ja. Mache ich mal das andere Filament rein. Das neue. Geht ja relativ zügig und einfach. Rolle rauf. In den Filamentsensor rein. Also den könnte man dann theoretisch weglassen. Na. Oh, das bricht. Machen wir es ohne Filamentsensor. Mal gucken, wann das merkt, dass kein Filament da ist. Das heißt dann quasi hier durch. Halt. So, komplett bis hinten geschoben. Jetzt haben wir sozusagen den Stromausfall simuliert. Ist für mich auch eine Premiere mit dem Drucker. Und akzeptiert er gar nicht. Also jetzt müssen wir mal direkt gucken. Off. Machen wir den mal hier ein bisschen zur Seite. Also da muss ich definitiv wirklich mal gucken, wieso, weshalb, warum. Warum hat der Filamentsensor nicht gehalten? Warum hat das Ding mit dem Filamentbruchsensor nicht funktioniert, also mit dem Filamentbruch nicht funktioniert beim Ausschalten des Gerätes, also sprich den Stromausfall mal simuliert? Warum hat er da halt nicht weiter also das gemacht, was er machen soll? Und ich werde euch diesbezüglich definitiv laufen. Ich werde euch diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
Ich werde natürlich den Drucker weiterhin gucken und probieren, was passiert und. Werde als nächstes diverse Temperaturdauer drucken, wo ich dann aber auch festlegen tue oder wo ich dann halt schon mit verschiedenen Geschwindigkeiten und verschiedenen Temperaturen dann halt mich ausprobiere, um dann halt irgendwo einen Referenzwert zu haben, dass man sagen kann, okay, wenn man mit der Geschwindigkeit drucken tut, brauche ich so und so viel mehr Temperatur. Falls irgendeiner von euch schon Erfahrungswerte haben tut in der Hinsicht, haut es doch einfach mal in die Kommentare mit rein. Wieso, weshalb, warum der Filamentbruchsensor nicht funktioniert hat, gucke ich nach. Warum der dann halt nicht automatisch da weitergemacht hat, wo er weiter hätte machen sollen, nachdem der Stromausfall da war, gucke ich auch nach, wieso, weshalb, warum. Weil ich möchte, dass wenn der Drucker sozusagen die ganze Aktion hier zu Ende ist, dass derjenige, der den Drucker gewinnt, dass derjenige einen Drucker haben tut, der funktioniert. Weil das, ehrlich, ein Einsteiger, der dieses Gerät jetzt so hat, mit diesen zwei großen Fehlern, der fragt sich dann auch, wieso, weshalb, warum. Ich habe doch einen Sensor dran, der kontrollieren tut, dass dann halt das Filament brechen tut. Ich habe doch eigentlich eine Stromausfallkontrolle. Wieso hat das nicht funktioniert? Man ärgert sich. Und es ist ja nicht so, dass man sagen tut, naja gut, okay, sondern wenn man so einen Druck hier drauf hat und da ist dann schon eine Menge Filament durchgegangen. Und wenn der dann so kurz vor oben dann halt aufhört zu drucken, wäre bescheiden schön. Ja? Oder man macht eine größere Lithophane-Lampe, ist dann vielleicht schon hier oben Stromausfall oder keine Ahnung was. Ja? Kann ja letztendlich alles Mögliche passieren. Und trotz alledem kriegt man den Drucker dann an der Stelle nicht wieder am Laufen und das wäre dann halt wirklich sehr, sehr ärgerlich. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen, werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten, werde auch gucken und mal gucken, ob die Sonulu irgendwo dann halt auch mal mit mir kommunizieren tut, weil ich habe jetzt tatsächlich wirklich schon feststellen müssen, Sonulu und der Kundensupport ist nicht gerade der beste. Also keine Ahnung, wieso, weshalb, warum. Falls einer von Sonulu hier auch das Video sich angucken sollte, Leute, meldet euch mal bei mir, weil kann man eigentlich so nicht weitergeben, das Gerät. Ja, also da ist eine Funktion da, die dann halt nicht funktioniert und in diversen Foren hat man dann schon gelesen, hier, da musst du hier ein Update machen, da musst du da ein Update machen. Die Updates, die ihr zur Verfügung stellt, die funktionieren nicht. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Ja, ich werde mich da weiter hinten reinhängen und werde euch komplett auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich, wie gesagt, fürs Zuschauen und wünsche was. Bis die Tage. So. Hier kommt ihr zu meinem Kanal. Hier oben, da könnt ihr eins meiner letzten Videos sehen. Und das hier unten, das könnte für euch auch interessant sein.